1957. Heinrich Merten war 38 Jahre alt und arbeitete seit 2 Jahren als Hilfsarbeiter in einer Gießerei in Dortmund-Hörde. Er wohnte mit seiner Frau Else und 2 Kindern in einer 3-Zimmer-Wohnung, Erdgeschoss, Blick auf den Hinterhof. Die Kinder hießen Klaus und Monika. Klaus war 1947 geboren worden, während sein Vater noch nicht da war. Monika war 1955 geboren worden, 2 Jahre nach der Rückkehr. Wer Heinrich Merten 1957 gesehen hätte, in der Straßenbahn, auf dem Weg zur Frühschicht, mit der Blechbüchse in der Hand, hätte einen Mann gesehen, der zur Arbeit fährt. Die Gießerei machte Lärmbelastung. Die Wohnung war klein, aber sie hatten eine. Else arbeitete halbtags in einem Lebensmittelgeschäft. Die Miete kam zusammen. Was in dieser Wohnung 1957 sonst noch war, was auf dem Tisch lag, wenn die Kinder schliefen, was nicht gefragt wurde beim Abendessen, was die Kinder in diesen Jahren lernten, dass man nicht fragt. Das stand in keiner Akte. Wie war Heinrich Merten 4 Jahre früher hier angekommen? Und was hatte er mitgebracht, das sich in keine Gepäckliste einträgt? Bevor wir weitergehen, das Ereignis kurz. Heinrich Merten. Der Name steht hier für das Schicksal einer dokumentierten Generation. War als Soldat der Wehrmacht in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten. Die Jahreszahl 1943. Er war 24 Jahre alt. Er kam 1953 über das Friedland-Durchgangslager in Niedersachsen zurück. 10 Jahre, das ist die Zahl. Was in diesen 10 Jahren war, ist nicht Gegenstand dieses Videos. Gegenstand ist das danach. 1953, Friedland, was danach kam. Bevor wir weitergehen, wenn diese Geschichte für dich zählt, überleg dir, den Kanal zu abonnieren. Jedes Video hier stellt dieselbe Frage. Was wurde danach aus ihnen? Nicht das Ereignis, das danach. Was in den Akten steht. Was in den Akten nicht steht. Was die Kinder wussten und was sie nicht wussten und was sie trotzdem trugen. Über 2 Millionen Männer kehrten zwischen 1945 und 1956 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück. Was danach wirklich in den Wohnungen und Familien geschah, ist dokumentiert, aber selten so erzählt worden. Und wenn du eine Verbindung zu dieser Geschichte hast, ein Familienmitglied, eine Erinnerung, etwas, das du als Kind gewusst oder nicht gewusst hast, schreib es in die Kommentare, wenn du möchtest. Hat jemand von euch einen Vater oder Großvater gekannt, der aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war und der einfach nicht darüber gesprochen hat? Und ihr habt als Kind gespürt, dass es da etwas gab, aber nicht was. Was die Akten des Friedland-Durchgangslagers und die ersten Heimkehrer-Fürsorgeberichte über die Stunden und Tage nach der Ankunft zeigen. Das ist Material für ein eigenes Video. Jetzt zurück zum Danach. Friedland war eine Durchgangsstation. Zeitzeugenberichte aus dieser Gruppe beschreiben für diese erste Phase übereinstimmend Registrierung, ärztliche Untersuchung, kurze Befragung durch staatliche Stellen, Weiterleitung. Wer Familie hatte, die sich gemeldet hatte, reiste weiter dorthin. Wer keine Familie hatte oder dessen Familie nicht mehr auffindbar war, wurde in eine Notunterkunft weitergeleitet. Für Heinrich Merten war Else noch da. Sie hatte in Dortmund gewartet, mit Klaus, der 6 Jahre alt war und keinen Vater kannte. Die Wohnung war nicht mehr dieselbe wie 1943. Eine andere Adresse, ein anderes Zimmer, ein anderes Kind. Dokumentierte Berichte über Heimkehrer dieser Generation zeigen für die ersten Wochen ein spezifisches Muster. Die Rückkehr in einen Haushalt, der sich in Abwesenheit organisiert hatte.
Der Haushalt funktionierte ohne den Zurückgekehrten. Er trat in eine Struktur ein, die ihn nicht eingebaut hatte, weil sie nicht hatte einbauen können. Wie sah das erste Jahr aus? In einer Wohnung, in der ein Mann lebte, der 10 Jahre nicht dort gelebt hatte, und ein Sohn, der diesen Mann nicht kannte. Das Kriegsopferversorgungsgesetz von 1950 regelte, was Heimkehrern institutionell zustand. Versorgungsleistungen, in bestimmten Fällen Rente, Beratung durch den Verband der Heimkehrer. Dokumentierte Berichte über Heimkehrer dieser Generation zeigen, dass ein Teil dieser Leistungen in Anspruch genommen wurde und dass ein größerer Teil nicht in Anspruch genommen wurde. Der Gang zur Behörde bedeutete, etwas zu benennen. Was zu benennen war, hatte keinen allgemein anerkannten Namen. Heinrich Merten arbeitete, erst als Hilfsarbeiter, dann, nach einer betrieblichen Einarbeitung, als angelernter Arbeiter in derselben Gießerei. Das Ruhrgebiet brauchte Hände. Was es nicht brauchte und auch nicht fragte, war, was diese Hände vorher gemacht hatten. Die Wohnung in der Mallinckrodtstraße kam 1955. 3 Zimmer, Erdgeschoss. Monika wurde geboren. Für die Kinder war das ein normales Leben. Es gab Schule, es gab Mahlzeiten, es gab einen Vater, der früh aufstand und zur Arbeit fuhr. Was dieser Vater nicht mitbrachte, wenn er zurückkam, das war schwerer zu dokumentieren als das, was er mitbrachte. Bevor du verstehen kannst, warum ein Heimkehrer wie Heinrich Merten die institutionelle Unterstützung, die ihm zustand, teilweise nicht in Anspruch nahm, musst du verstehen, was das Heimkehrerversorgungssystem in Westdeutschland in den frühen 1950er Jahren konkret bedeutete. Das Kriegsopferversorgungsgesetz existierte. Der Verband der Heimkehrer existierte. Beratungsstellen existierten. Historische Untersuchungen zu Heimkehrern dieser Welle belegen jedoch ein spezifisches strukturelles Problem. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen setzte voraus, dass der Antragsteller über seine Kriegsgefangenschaft sprach, in Form, in Aktensprache, vor einem Sachbearbeiter. Was er gesagt hatte, wurde Teil eines Dokuments. Das Dokument existierte dann. Für viele Heimkehrer war das eine Hürde, die sie nicht nahmen. Nicht aus Unwissenheit, aus einer korrekten Einschätzung dessen, was es bedeutete, das in eine Form zu bringen. Gleichzeitig, die Gesellschaft, in die sie zurückkehrten, hatte ihre eigenen Erwartungen. Ein Mann, der zurückgekehrt war, sollte arbeiten, sollte funktionieren. Das war das Angebot des Danach. Und die meisten nahmen es an, weil es das einzige Angebot war, das keine Gegenleistung in Form von Sprache verlangte. Was bedeutete das für die Wohnung abends, wenn das Licht ausging? Das Schweigen war keine Entscheidung gegen das Sprechen. Es war eine Entscheidung für das Weitermachen. Historische Untersuchungen zu Heimkehrern dieser Generation belegen für diese Periode übereinstimmend. Es gab keine gesellschaftliche Situation, in der ein zurückgekehrter Kriegsgefangener über die Lagerjahre sprechen konnte, ohne dass derjenige, der zuhörte, überfordert war. Die Frau hatte ihre eigenen Jahre, die Kinder waren zu jung, die Arbeitskollegen hatten ihre eigenen Sachen. Das Schweigen war das Ergebnis einer korrekten Einschätzung der verfügbaren Möglichkeiten. Zeitzeugenberichte aus dieser Gruppe beschreiben übereinstimmend einen spezifischen häuslichen Rhythmus. Man aß zusammen. Man schlief. Man stand auf. Man fuhr zur Arbeit. Man sprach über das, was heute war. Die Schule, die Arbeit, das Wetter, die Nachbarn. Was vor 1953 war, hatte im Haushaltsalltag keinen Platz, dem es zugewiesen worden wäre. Klaus war 1957 10 Jahre alt. Er wusste, dass sein Vater in Kriegsgefangenschaft gewesen war. Er wusste nicht wo. Er hatte nicht gefragt. Was wusste er noch? Und was hatte er in diesen Jahren gelernt, nicht zu fragen?
Else hatte gewartet. Das ist in keiner Akte ein Urteil. Es ist eine Tatsache der Biografie, die Zeitzeugenberichte dieser Generation beschreiben. Frauen, die auf Männer gewartet hatten, nicht wissend, ob sie zurückkämen. Die in dieser Zwischenzeit Haushalte geführt, Kinder großgezogen, Entscheidungen getroffen hatten, die allein getroffen werden mussten. Und dann kam der Mann zurück. Dokumentierte Berichte über Heimkehrerhaushalte dieser Generation beschreiben einen Prozess, der Zeit brauchte und der mit dem, was beide Seiten erwartet hatten, nicht übereinstimmte. Else hatte einen Mann erwartet, den sie kannte. Sie hatte einen Mann zurückbekommen, der in einer Art verändert war, die sie nicht benennen konnte und für die Sprache des Alltags nicht ausreichte. Klaus wuchs auf mit einem Vater, der da war. Das war mehr, als viele seiner Schulkameraden hatten. Was dieser Vater nicht war, das wurde nicht besprochen. Es zeigte sich in anderem, in der Art, wie ein Raum ruhig wurde, wenn ein bestimmtes Thema zu nahe kam. Was trugen Else und Klaus in den Jahren danach? Und wie zeigte sich das in den Entscheidungen, die sie trafen? Was die Stille bedeutete, war nicht dasselbe, wie was sie zu bedeuten schien. Dokumentierte Berichte von Heimkehrern dieser Generation und von den Menschen, die mit ihnen lebten, zeigen ein spezifisches Muster. Die Stille wurde von außen als Unfähigkeit zu sprechen interpretiert. Sie war von innen häufig eine Entscheidung, eine aktive, täglich erneuerte Entscheidung für die Aufrechterhaltung eines funktionierenden Alltags. Wer über das sprach, was war, riskierte, den Alltag zu unterbrechen, den er selbst für die Kinder aufrechterhalten wollte. Das Schweigen hatte eine soziale Funktion. Es war nicht Mangel an Sprache. Es war Sprache, in einer Form, die der Umgebung die Last ersparte. Was es kostete, ist eine andere Frage. Und das ist die Frage, die in den Akten nicht vorkommt. Nicht, weil sie nicht gestellt worden wäre, sondern weil die Akten nicht die Art von Dokumenten sind, in denen sie gestellt wird. Was die Kinder trugen, ohne zu wissen, was sie trugen, ist dokumentiert. Aber das Dokumentieren begann erst, als viele der Väter nicht mehr lebten. Die Söhne und Töchter sprachen in den 1990er und frühen 2000er Jahren. Sie beschrieben ein Profil, nicht einen Menschen. Das Profil der Stille, das ein Haushalt annimmt, wenn in ihm etwas ist, das keinen Platz hat. Klaus war 1965 18 Jahre alt. Er wusste mehr über seinen Vater, als sein Vater ihm erzählt hatte, aus dem, was er nicht gefragt hatte, und aus dem, was ihm trotzdem zugekommen war. Nicht als Worte, als Muster. Dokumentierte Berichte erwachsener Kinder von Heimkehrern, gesammelt in Zeitzeugenprojekten der 1990er und 2000er Jahre, beschreiben übereinstimmend: Das, was die Kinder trugen, war nicht das, was der Vater durchgemacht hatte. Es war die Form, die das Nicht-Ausgesprochene im Haushalt angenommen hatte. Die Art, wie ein Raum ruhig wurde, wenn ein bestimmtes Thema näher kam. Die Art, wie die Mutter das Thema lenkte, ohne es zu benennen. Monika, zu jung, um die Rückkehr bewusst erlebt zu haben, wuchs in einem Haushalt auf, der um etwas herum organisiert war, das sie nicht sah. Sie sah nur die Organisation. Was Klaus und Monika als Erwachsene mit diesem Erbe machten, ob sie es benannten, ob sie es weitertrugen, ob sie es an die nächste Generation weitergaben oder es in sich zurückhielten, ist die letzte Frage dieses danach. Und es ist die Frage, auf die die Akten keine Antwort geben. 1976. Heinrich Merten war 57 Jahre alt und seit 3 Jahren in Frühpension. Gesundheitliche Gründe, Lärmschäden aus der Gießerei. Er wohnte in derselben Wohnung in der Mallinckrodtstraße. Else lebte. Klaus wohnte in Essen, hatte eine Familie. Monika wohnte in Bochum,
hatte eine Familie. Zeitzeugenberichte von Kindern dieser Generation beschreiben für diese Phase übereinstimmend: Der Vater wurde ruhiger. Nicht stiller, er war immer still gewesen. Ruhiger. Ein Mann, der in eine Rentenexistenz eintrat, die er nicht gewählt hatte. Was in den Jahren zwischen 1953 und 1976 gesprochen worden war, blieb das, was gesprochen worden war. Was nicht gesprochen worden war, blieb das. Das danach hatte eine Form gehabt. Diese Form hatte Kinder geformt. Diese Kinder hatten Kinder. Wenn dieser Kanal weiter dokumentieren soll, was aus Menschen wurde, nachdem das passiert war, was passiert war, abonniere ihn. Es gibt mehr danach, mehr Menschen, mehr Jahre, in denen jemand etwas mit sich trug, das nirgendwo aufgeschrieben war. Solange noch Nachkommen erreichbar sind, solange die Kinder der Heimkehrer noch leben und reden können, ist dieses Dokumentieren möglich. Danach nicht mehr. Und wenn du etwas aus diesem Danach kennst, aus deiner Familie oder aus dir selbst, schreib es, wenn du möchtest. Hat jemand von euch einen Vater oder Großvater gekannt, der aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war und der einfach nicht darüber gesprochen hat? Und ihr habt als Kind gespürt, dass es da etwas gab, aber nicht was. Was habt ihr später darüber erfahren oder nicht? Was die Heimkehrerakten des Friedlandlagers und die frühen Fürsorgeberichte der 1950er über die institutionelle Lücke zwischen dem, was angeboten wurde, und dem, was tatsächlich ankam, zeigen. Das behandeln wir in einem eigenen Video. Das danach ist nie ganz vorbei. Es ist nur irgendwann nicht mehr das danach, sondern das, was ist. Heinrich Merten starb 1983. Er war 64 Jahre alt. Was in den Akten steht: Eine Rentenakte, eine Sterbeurkunde, eine Adresse in Dortmund. Was in den Akten nicht steht, war, was in den 30 Jahren zwischen 1953 und 1983 in dieser Wohnung war. Die Gespräche, die nicht stattfanden. Und was das bedeutete für die, die dabei waren. Klaus und Monika leben. Was sie tragen, ist zum Teil dokumentiert. Zum Teil nicht. Das ist das Danach, das weitergeht.